zum Schreiben eines Drehbuchs über Oberlin gekommen bin, eigentlich wie die Jungfrau zum Kinde. Oberlin ist ja ein Begriff, der hier in Potsdam und in anderen Ecken der Welt, in Japan, in Amerika, bekannt ist. Aber oft wissen die Leute nicht, wer dahinter steckt. Dass das eine schillernde Persönlichkeit war. Und da kam es uns recht als Theatergruppe, ich als künstlerischer Leiter des Theaters Miteinanders, dass uns die Geschäftsführung der Werkstätten hier auf Hermannswerder, der Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, gefragt hat, ob wir nicht zum 150. Gründungsjubiläum des Oberlin-Vereins ein Theaterstück über Oberlin machen möchten. Ein Theaterstück, das ist ja unser Metier, warum nicht? Und die Beschäftigung mit dem Leben und Werk dieses Menschen hat mir gezeigt, da ist ganz viel Theatralik drin. Und nun läuft erst einmal der Dokumentarfilm. Ich bin Madeleine Meyer, stellvertretende Schulleiterin der beruflichen Schulen Hermannswerder in Potsdam und gleichzeitig die Produzentin des Theaterprojekts Miteinanders. Dieses Ensemble, bestehend aus Menschen mit und Menschen ohne Behinderung, arbeitet an einem Projekt zum Thema Johann Friedrich Oberlin. Das ist der Namensgeber für viele Einrichtungen der Behindertenhilfe in Potsdam. Und wir wollen einen Dokumentarfilm drehen an Originalorten, wo Oberlin gewirkt hat, in Straßburg und im Elsass. Ich bin Rasmus und arbeite in den Oberlin-Werkstätten und mache beim Theater Miteinanders mit. Ich bin Alexander Schulz und ich mache auch bei dem Projekt mit, mache meine berufliche Ausbildung in den beruflichen Schulen Hermannswerder als Heilerziehungspfleger. Hallo, ich bin Lila. Ich arbeite in den Oberlin-Werkstätten in der Abteilung Archivierung Digitalisierung. Dieses Jahr möchten wir Ihnen ein Stück über den Pfarrer und Philosophen Oberlin präsentieren. Hallo, ich bin Alina. Ich mache hier bei den beruflichen Schulen Hermannswerder meine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger und wir, das Theater Miteinanders, freuen uns auf dieses ganz, ganz tolle Theaterstück und die ganz, ganz tolle Zeit miteinander. Immer noch Monat. 700 Kilometer Fahrt liegt vor uns. Unsere Fahrt geht nach Straßburg. Dort wurde der berühmte Pfarrer, Philosoph und Sozialreformer Johann Friedrich Oberlin geboren. So steht es geschrieben. Wir haben mächtig Lust auf Entdeckungsreise zu gehen. Oberlin sagt in späteren Jahren über sich selbst: Ich bin zur gleichen Zeit Germane und Franzose. Edelmütig, großzügig, immer hilfsbereit, treu, dankbar, sensibel für jede Liebenswürdigkeit, aber auch oberflächlich und teilnahmslos. Ich bin sehr erregbar. Das klingt aber sehr spannend. Voila! Los geht's! Ja, hier sind wir dann. Ich habe ja schon mal ein inklusives Theaterprojekt mitgemacht voriges Jahr und deswegen kenne ich die Leute hier schon ein bisschen. Das macht es irgendwie auch alles ein bisschen entspannter, weil man einfach ein bisschen intimer ist und sich einfach auch darauf gefreut hat. Und ich bin sehr überrascht, so, was wir jetzt eben machen. Ich habe noch nie einen Dokumentationsfilm gedreht oder irgendwas mit Kamera gemacht. Aber ich freue mich drauf, ich habe richtig Lust zu und bin auf jeden Fall gespannt, wie es wird. Also ich war auch noch nie in Straßburg. Für meine Ausbildung finde ich es wichtig, dass wir inklusiv zusammenarbeiten, weil das für mich persönlich das erste Mal ist und ja, da freue ich mich sehr drauf. Und jo, dass ich neue Eindrücke habe, auch ein bisschen Hintergrund erfahre, dann noch über den Herrn Oberlin, über den ich ja doch jetzt nicht wirklich was weiß. Auch heute schon unser erstes Treffen mit einem Pfarrer aus Straßburg,
der erwartet uns an dem Geburtshaus und der kann uns da bestimmt auch noch ganz viel zeigen und so. Wow, das also ist Straßburg. Wie das klingt. Herrlich. Nicht umsonst nennt man Straßburg die Perle des Elsass. In diesem Haus wurde ich, Johann Friedrich Oberlin, am 31. August 1740 geboren. Mein Vater war Lehrer am protestantischen Gymnasium in Straßburg und meine Mutter kam aus einer angesehenen Pfarrersfamilie. Und so wurde der kleine Fritz, wie meine Geschwister und Eltern mich später nannten, schon am 1. September 1740 getauft. Ein Besuch in meiner Taufkirche lohnt sich. Kommt ihr mit? Einer meiner Taufpaten war der Magister Franz Christian Lemke, ein glühender Anhänger des Pietismus, der von der Straßburger Obrigkeit verfolgt wurde. Gut, wenn man einen Plan hat und wenn der auch noch gut funktioniert. Das Organisationsteam um unseren Theaterleiter hatte in Vorbereitung auf diese Exkursion ganze Arbeit geleistet. Das Wetter war prächtig, die Stimmung auch und ganz pünktlich war der Tisch gedeckt. Und das nicht nur am ersten Tag. Alex. Voilà, Alex. Bon appétit. Auf dem Weg zur alten Universität von Straßburg war Pfarrer Abogast für uns der sachkundige Stadtführer. Er machte uns in seiner lebendigen Erzählweise auf wunderschöne Details der Altstadt aufmerksam. Ja, so. Das ganze Rondell sozusagen. Das alles, ja. Und noch auf der anderen Seite. Alles klar. Und das ist aber das eigentlich alte Gebäude. Das ist das alte, ja. Der Oberlin gehörte also von der Familie her in den Kreis der Gelehrten. Ja. Er kam mit all denen zusammen, spielte mit den anderen Professorenkindern. Also es war kein Gassenkind. Er war in dem. Das sagt auch, dass er aus einem gewissen Sinn nach Waltersbach gegangen ist. Nicht, weil man ihn hingeschickt hat oder so. Nein, vor ihm war schon ein Pfarrer dort, Stuber. Der hat schon viel an Ort und Stelle gemacht für die Schulen und hat den Oberlin gerufen.
Und dass, da er ein Mann war, der auf eine Berufung und einen Appell forderte, ist er hingegangen, diese Mission durchzuführen. Nach meiner Schulzeit am protestantischen Gymnasium schrieb ich mich am 29. September 1756 an der Uni in Straßburg ein. Ich war damals gerade 15 Jahre. Meine Studienfächer sind Latein, Griechisch, Hebräisch, Logik, Rhetorik, Metaphysik, Geometrie, antike und moderne Geometrie, Geographie, Physik, Naturgeschichte, Geschichte der Philosophie. Ja, ob das wohl gut gehen konnte, immerhin dauerte sein Studium 11 Jahre. Das lag auch daran, dass Oberlin arbeiten musste, um sein Studium zu bezahlen. In einem Brief bekennt er, ich musste all die Wissenschaften studieren, aber währenddessen unterrichtete ich andere, große wie kleine, und verdiente damit. Ende gut, alles gut. Am 12. Juni 1767 verteidige ich erfolgreich meine Dissertation, womit für mich ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Am 1. April 1767 werde ich dann als Pfarrer ins Steintal berufen. Und aus Johann Friedrich wird Jean Frédéric. Aber wie sage ich doch gleich, ich bin Germane und zugleich Franzose. Tja, und so wurde ich einer der ersten Europäer. Ich wurde jemand, der nicht auf seine Nationalität, sondern auf Europa stolz ist. In einer solchen Furt in der Broesch, wie der deutsche Name dieses Flüsschens lautet, blieb einst die Kutsche mit dem frisch gebackenen Steintalpfarrer samt Mutter und Schwester stecken. Als Jean-Frédéric Oberlin seine Stelle als Dorfpfarrer in Eilersbach antreten wollte. Viele Menschen sind in den Fluss gefallen. Der Fluss heißt Buche. Es gibt kein Gelände und niemand kümmert sich darum. Nachdem wegen fehlender Geländer mehrere Personen in die Buche gestürzt waren, ein Mensch ertrank damals, wandte sich Oberlin mit einem flammenden Appell an die Gemeindeverwaltung von Rothau. Als diese jedoch jede Verantwortung ablehnte, handelte Oberlin selbst. Er kaufte eine Wiese und bezahlte mit der Pacht die Unterhaltungskosten für die Brücke. An den Rothauer Bürgermeister schreibt er: Die betroffene Brücke heißt Brücke der Barmherzigkeit. Denn nachdem sie mehrere Unglücksfälle ereignet haben, hat die Barmherzigkeit sie endlich errichtet und instand gehalten. Und so nennen die Bewohner sie auch heute noch. Bevor wir nun endlich nach Weidersbach zu Papa Oberlins altem Pfarrhaus fahren, lasst uns noch bei seinem Grab vorbeigehen. Das liegt direkt auf dem Weg. Am 1. Juni anno 1826 verstarb Oberlin im Alter von 86 Jahren. Am 5. Juni wurde er hier zu Grabe getragen. Schon früh am Morgen kamen die Leute von überall her nach Weilersbach, wo der Sarg aufgebahrt worden war. 2 volle Stunden zog die Bevölkerung des Stadtteils am Sarg vorbei. Dann wurde der liebe Papa Oberlin hier zur letzten Ruhe gebettet. Nach wenigen Fahrminuten erreichen wir nun Weilersbach. Vorbei an der historischen Pfarrkirche. Empfingen uns schon unsere französischen Freunde am Eingang des Oberlin-Museums, dem ehemaligen Pfarrhaus. Noch ein paar Regieanweisungen und weiter geht's mit unserem Dokumentarfilm. Wir stehen hier vor meinem alten Pfarrhaus. Das Haus habe ich 1767 mit gerade mal 27 Jahren bezogen.
Als ich es kaufte, war es ein Rattenloch. Durch die Türen und durch die Fenster wehte immer wieder Wind. Der Regen rasselte immer wieder durch das undichte Dach. Ich gab mir das Versprechen, nicht ehe dieses Haus zu sanieren, ehe in jedem meiner Pfarrbezirke mindestens eine Schule gebaut wird. Erst als die erste Schule in Weilersbach errichtet wurde, war ich bereit, in mein neues Pfarrhaus zu ziehen. Aber wer glaubt, dass die Kinder nur im Klassenzimmer unterrichtet wurden, der irrt gewaltig. Besonders unsere Kleinen machten viele Exkursionen, auf denen Insekten, Pflanzen, Steine und Mineralien gesammelt wurden. 2 Beispiele habe ich hier mitgebracht. Im Museum könnt ihr noch viel mehr entdecken. Eh bien, entrez! So, dann gehen wir einen Schritt vor. Oberlin ist 1740 geboren. Er ist 1768 ist er hier in Steintal gekommen. Und als er in Steintal kam, er wurde da als Pfarrer ernannt, da traf er den Bürgermeister von Straßburg, den Städtmeister, sagte man zu jener Zeit. Das war ein Baron von Dietrich. Und er sagte, Oberlin, wir bauen Ihnen ein neues Pfarrhaus. Das Pfarrhaus, da stand hinter dem Holzgitter da hinten, in diesem Garten. Und dann hat Oberlin gesagt, also Sie bauen mir ein neues Pfarrhaus von dem Moment an, wo in jedem Dorf, wo ich die Fürsorge für das Dorf habe, eine Schule gebaut wird. Pietismus, sagt Ihnen das was? Ja, das sind Leute, also sehr fromme Leute, kann man so schnell gesagt. Sie hatten den Glauben, dass der Himmel in mehreren Stufen, Etagen, der Himmel abgeteilt ist. Und je schwerer das Leben war oder je mehr man sich Mühe gab, je höher kam man in den Himmel. Ja. Und das ist nicht sehr evangelisch. Das Oberlin-Museum war und ist in der Tat ein Museum zum Anfassen. Und Pfarrer Krells Erzählungen ließen die Gestalt Oberlins immer lebendiger werden. Und dann hat er die Leute so gegenübergestellt, also sie bleiben hier stehen, sie kommen hierher. Und dann hat er gefragt, was sehen Sie? Wie bitte? Ich sehe einen Vogel. Ein Vogel. Ich sehe Blumen. Ja, Blumen. Und dann forderte er von ihnen, dass sie die Stelle wechseln, damit sie ihren Standpunkt wechseln. Nicht? Also das sind alles, Sie haben jetzt die Sammlungen alle gesehen. Die Sammlungen, er hat so viel gesammelt in einem Grundweg, um den Leuten die Sicht der Welt in Steintal zu bringen, so kann man es sagen. Ein von Oberlin häufig genutztes Lehrbuch zeigt diese pädagogische Bildtafel zu den Berufen. Für Oberlin war die Predigt niemals nur bloße, mehr oder weniger mystische Reflexion der Heiligen Schrift. Die Positionsnahme des Pfarrerpädagogen verlangte stets den Vorrang des Handelns vor dem Wort. Das galt für den Pfarrer als auch den Lehrer und auch für Mutter und Vater. Die vielen Exponate im Museum zeugen von diesem modernen pädagogischen Konzept im Steintal. Es ist so, dass er jede Schule dann organisierte, in jedem Dorf. Es sind 5 Dörfer im Steintal. Und er hat selbst die Schulen nachher bewacht und ist regelmäßig gekommen, um nachzusehen, wie das geht und was falsch ist und so weiter. Und er hat die Lehrer selbst. Wie Oberlin war auch Pfarrer Krell in seiner aktiven Zeit im Steintal tätig. Uns interessierte seine Sicht auf Oberlin aus der heutigen Zeit. Ich würde sagen, die Steintäler, sie haben so immer den Eindruck, dass sie da hinten ein wenig verachtet werden oder die hinterm Mond sind,
sozusagen. Kann ein Pfarrer wie Oberlin, der 56 Jahre seines Lebens seinen Gemeinden treu geblieben ist, heute noch Vorbild sein? Ja, aber nicht mit denselben, auf derselben Art wie Oberlin natürlich. Oberlin war sehr hart mit den Menschen mit den Leuten um. Vielleicht war das die so gang und gäbe zu jeder Zeit. Er hat viel Gutes getan und er hat auch viele Leute empfangen, die von außen her kamen. Aber vielleicht nicht so streng und kategorisch, wie er mir erscheint. Vielleicht habe ich ein letztes Bild von Oberlin. Fühlen Sie sich ähnlich wie Oberlin als Franzose und Deutscher oder heute eher als Europäer? Ich fühle mich, wie soll ich sagen, über Europa sogar. Nämlich, ich meine, das Evangelium, das hat keine Grenzen. Und ich kann Leute von Afrika oder Südamerika oder vielleicht auch Trump begegnen. Aber ja, das sehe ich so. Nicht, ich kenne keine Grenzen. Aber ich bin gerne bei mir zu Hause, daheim. Ich habe auch einen Wohnsitz und so weiter. Nicht? Also. Und was bedeutet Europa für Sie? Europa. Ja, ich dachte immer, da wäre viel mehr Brüderlichkeit und Leute, die gerne miteinander sind. Aber schließlich, ich finde zum Beispiel Frankreich und Deutschland, das gefällt mir so ungefähr, das funktionierte gut. Aber wenn man dann weiter sieht, wie Europa zurzeit aussieht, scheint mir nicht, das gefällt mir nicht so. Bleibt immer noch die Politik und was Politik antrifft und Wirtschaft und so weiter. Ich würde Europa viel anders sehen, ganz anders sehen. Aber ich bin kein Politiker. Ich denke, Oberlin hat sich so betrachtet. Also er hat keine Grenzen gesetzt, also er hat über die Grenzen hinaus gesehen. Und das ist für mich katholisch. Mein Kollege sagte, er hat denselben. Pfarrer Grell stellte uns Monsieur Fabien André vor, der seit 3 Jahren in Waldersbach das Pfarramt ausführt. Auch der neue Pfarrer hat den Eindruck, dass die Steintaler vor der schillernden Persönlichkeit des Oberlin ziemlich große Ehrfurcht haben. Es zeigte sich, wie gut es war, dass wir die 3 Pastoren, Abogast, Grell und Kempf, nicht nur als Begleiter unserer Expedition, sondern auch als Dolmetscher zur Verfügung hatten. Nach dem Museumsbesuch, der für uns sehr anstrengend war, aber gerade die interessanten Einblicke in Oberlins Wirken eröffnete, weshalb wir uns ja auf den Weg gemacht hatten, lernten wir Doris und Edmund Stussi näher kennen. Das Pfarrerehepaar war in den 50er Jahren Nachfolger Oberlins im Pfarramt von Waldersbach. Noch heute ist Edmund Stussi der Präsident des Oberlin Museumsvereins, der auch beste Kontakte nach Potsdam geknüpft hatte. Oberlin-Haus GmbH. Sie konnten uns interessante Episoden erzählen, zum Beispiel, wie Oberlin den Schriftsteller der Aufklärung Lenz aufgenommen hatte und im Schulhaus Unterkunft gewährte, als dieser in Waldersbach nur der Verrückte genannt wurde. Deshalb sind oft deutsche Studenten hier gekommen, auszusehen, wo Lenz war. Edmund erlebte in seiner Jugend hautnah, wie Himmel und Hölle ganz nah beieinander im Steintal existierten. Er war damals gerade 16 Jahre alt. Ja, wir haben davon nicht viel gesprochen. Aber Sie haben es gewusst? Sie haben es gewusst, ja. Die Ärzte von da oben, die kamen manchmal nach Natzweiler. Und es kam einmal einer zu einer Frau und diese Frau sagte ihm, sie sah nämlich den Rauch von der Gaszimmer und vom Krematorium. Sie sahen den Rauch, sie wussten dann, was da oben. Dann sagte diese Frau diesem Arzt,
Was sie da oben tun, ist also wirklich ganz schrecklich. Wissen Sie, wenn Sie hier kommen, das ist kein normaler Besuch. Sehen Sie, die Natur ist wunderschön. Und doch, hier auf diesem Berg, sind Leute gequält worden, misshandelt und sind gestorben. Himmel und Hölle. Oberlin. 5 Kilometer vielleicht zwischen Himmel und Hölle. Zwischen Waldersbach und Natzweiler. Merkst du, wie nah Himmel und Hölle beieinander liegen? Dazwischen liegt nur ein Berg, ein Bach, nur die Entscheidung eines Menschenherzens. Für Himmel oder Hölle. Hast du am Ende deines Lebens noch eingesehen, dass es Böses gibt und Gutes, Gerechtes und Ungerechtes? Und beides steht dem Menschen zur Verfügung. Auf Oberlin passt eben keine Schablone. Er war Franzose, er war Deutscher, Pietist, Praktiker, Rationalist, Schwärmer, Steintaler und Europäer. Er selbst nannte sich den evangelisch-katholischen Pfarrer zu Waldersbach. Was würdet ihr eigentlich meinen, würde Monsieur Oberlin gut in das Europäische Parlament reinpassen? Im Vorfeld wurde ja schon früh angefangen, die Reise vorzubereiten, also schon vor Monaten eigentlich.
haben wir überlegt, was wir besuchen wollen hier in Straßburg und wie wir das koordinieren, wie viel Zeit wir brauchen. Da steckt eben ganz viel Organisation dahinter schon vor einiger Zeit. Und da war das ja auch noch abstrakt, wie sich das dann umsetzen wird. Und erst jetzt in dem Moment, wo wir jetzt uns hier bewegen, ist es dann ganz wunderbar zu spüren, wie alles aufgeht. Also wie wirklich jedes Detail durchgeplant ist. Also vom Zeitmanagement, wie lange wir an welchem Ort brauchen, bis dahin, wo essen wir, wie weit sind die Fußwege und all das sind ja ganz wichtige Themen mit so einer Gruppe. Wenn man mit so einer Gruppe den ganzen Tag unterwegs ist, dass eben das für alle auch zumutbar ist und man so gut durch den Tag kommt. Ich finde, diese Fahrt ist wunderbar, gerade für dieses Zusammenwachsen der Gruppe. Das hat schon im Zug angefangen, dass die sich hingesetzt haben, ihre Texte angeschaut haben und geschaut, ob es eben, teilweise waren die Textabschnitte ein bisschen schwieriger formuliert und dass es eben in einfache Sprache umgeschrieben worden ist. Die haben miteinander geübt, sind aber auch zusammengewachsen. Also wir haben ja eben hier zusammen gegessen, wir waren den ganzen Tag zusammen, wir haben zusammen in den Zimmern geschlafen und man hat schon gemerkt, dass die sich viel besser kennengelernt haben und ich würde auch sagen, dass schon so Freundschaften entstanden sind. Und gerade für die Beschäftigten ist so eine Fahrt, finde ich, so wichtig, weil das so eine Art Normalität einfach ist. Man ist mit Gleichaltrigen zusammen, man geht hier abends oder man ist abends unterwegs, man guckt sich Sachen an und ich fand, das ist eine ganz wunderbare Erfahrung für uns alle einfach. Also Höhepunkte war auf jeden Fall, wenn ich gedreht habe. Ich war total aufgeregt, aber ich fand es super spannend. Ich habe sowas ja noch nie gemacht. Und Höhepunkt war auf jeden Fall, wenn wir auch ein bisschen Freizeit hatten, dass man alle noch mal kennengelernt hat, dass man auch ein bisschen intimere Gespräche hatte. Das fand ich total schön, sich so kennenzulernen und einfach Straßburg zu sehen und einfach die Zeit zu genießen zusammen. Das war echt toll. Wie habt ihr es empfunden, erst bei der Taufkirche und danach im KZ gewesen zu sein, für die Leute, die mitgefahren sind bei der Fahrt? Ich fand auf jeden Fall, dass es eine sehr besondere Erfahrung für mich auch war, weil man halt irgendwie das eine Gute sieht und dann halt das andere Schlechte so. Und das hat mich halt auch persönlich sehr doll mitgenommen, halt zu sehen, wie halt die Leute dort halt unter diesen KZ halt eingeführt worden sind und wie die da überhaupt gelebt haben und dass ich es halt gar nicht vorstellen kann, wie das heutzutage wäre. Also halt, ich kann es mir heutzutage gar nicht vorstellen, dass sowas überhaupt noch passieren könnte, so, weißt du? Das ist schon ist mir echt nahe gegangen, muss ich sagen. Und den KZ-Besuch fand ich auch sehr interessant. Die Führung war sehr gut und beeindruckend, dass man auch da wirklich einen Eindruck gewonnen hat, wie es gewesen ist und was das so mit den Menschen gemacht hat. Für mich war das auch sehr intensiv, gerade weil wir die Tage vorher so viele schöne Sachen gelernt haben, die Oberlin vollbracht hat und ich sehr erstaunt darüber war, dass in so einem kleinen Städtchen so viel Gutes passiert ist und dann doch so nah so viel Schlechtes passiert ist und das hat mich auch sehr mitgenommen, als wir ins KZ gefahren sind. Diesen Kranz gezeigt, auf dem Grab, wo Papa Oberlin steht, in Weidersbach. Das war interessant alles. Und das ganze Schulgebäude, was er damals hatte, und dass er mit Strickschulen angefangen hat. Super, danke schön. Aber ich denke, dieses Erzählen derer, die mitgefahren sind, hat denen, die hier geblieben sind, auch viel gegeben. Ja, es hat uns sehr geholfen. Die Eindrücke von Straßburg wurden uns gut übermittelt, damit man ein Konzept des Theaterspiels hat. Super, danke schön. Ich glaube, dass die Reise an sich einfach ganz wichtig war, dass wir alle viel mehr über Oberlin erfahren und uns da ein bisschen reinversetzen können. Und auch für die Requisite und das Kostüm, dass man einfach auch viel gesehen hat, wie die sich gekleidet haben, wie sie gelebt haben und dass einfach ganz wichtig ist, dass wir jetzt besser schauspielern können und uns besser verkleiden können und die ganzen Hintergründe besser gestalten können, wo wir wissen, wie es in echt ausgesehen hat.